denke, wir kennen alle dieses Problem in FIFA 23, der Spieler wechseln. Entweder mit der L1-Taste oder dem rechten Stick, aber irgendwie wird immer nur der falsche Spieler ausgewählt oder teilweise kannst du gar keinen Spieler auswählen. Und genau dieses Problem will EA zumindest ein bisschen mehr in EA Sports FC 24 lösen. Wie sich das Ganze verhält, werde ich in diesem Video erklären, also bleibt unbedingt bis zum Ende. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Im Großen und Ganzen wird der Spielerwechsel mit zwei Möglichkeiten ermöglicht. Einmal die Schaltempfindlichkeit des rechten Sticks und die Wechselpräferenz des nächsten Spielers. Was sie genau bedeuten, erkläre ich jetzt. Es wird jetzt eine Möglichkeit geben, die Schaltempfindlichkeit des rechten Sticks genauer einzustellen und auf deinen Spielstil anzuwenden, wie du Spieler wechseln willst. Und zwar gehen wir dazu wieder in die Pitch Notes. Und die Schaltempfindlichkeit des rechten Sticks gibt dir die Möglichkeit, die Kontrolle darüber zu haben, was dir beim rechten Stick wechseln wichtiger ist. Entweder die Entfernung des Spielers oder der eingegebene Winkel. Das heißt, jetzt kannst du mehr und besser einstellen, willst du eher, wenn du den rechten Stick-Spielerwechsel nutzt, mehr Fokus darauf legen, wie weit ein Spieler ist. Das heißt, willst du mehr längere Spielerwechsel durchführen oder ist es dir wichtiger, dass die Genauigkeit des rechten Sticks-Spielerwechsel genauer ist, wenn du den richtigen Winkel zum Spieler erwischst, was ja auch oft für Probleme gesorgt hat. Dort könnt ihr euch das jetzt, sage ich mal, besser einstellen, ob euch wichtiger ist, dass der Winkel genauer ist, indem ihr den rechten Stickwechsel ausführt, sodass ihr mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eventuell den richtigen Spieler wirklich erwischt. Oder wollt ihr eher größere Distanzen mit dem rechten Stick-Spielerwechsel überbrücken, dann solltet ihr es vielleicht in diese andere Richtung mit Distanz des Spielers ausrichten. Und da denke ich, werden ein paar Einstellungsmöglichkeiten jetzt interessant sein werden. Wenn der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und hier ist dann auch nochmal der Hinweis, je höher du die Empfindlichkeit einstellst, desto mehr respektiert das Spiel deine Eingaben. Das heißt, desto mehr du es in Richtung einer der beiden Sachen ausbalancierst, desto mehr wird die Änderung auch im Game und beim rechten Stick-Spielerwechsel übernommen. Ich kann mir eventuell vorstellen, dass es mit so einem Regler gemacht wird, von Mitte ist sozusagen, dass dir es egal ist und dann kannst du mehr in Richtung Distanz oder mehr in Richtung Winkel des Spielers dich ausrichten und dann sozusagen so ein 60-40, 70-30 Verhältnis und sowas einstellen. Ich denke, das sollte so in den Controller-Einstellungen denn geregelt sein. Wie gesagt, wir werden es erst in-game sehen, aber ich glaube, so wie es sich anliest, sage ich mal, denke ich, wird es sich so verhalten. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Und die zweite Einstellungsmöglichkeit ist sozusagen die Wechselpräferenz für den nächsten Spieler. Und dort werden jetzt 3 verschiedene Varianten erscheinen. Einmal am nächsten Ball, einmal Torseite und einmal klassisch. Und da ist noch nicht ganz klar, ob das sich jetzt auch noch auf den rechten Stick-Spielerwechsel bezieht oder ob sich das auf den L1-Spielerwechsel bezieht. Ich glaube, es bezieht sich sogar eher auf den L1-Spielerwechsel, dass es dort jetzt diese 3 Möglichkeiten gibt. Und am nächsten Ball bevorzugt Spieler, die näher am Ball sind, auch wenn die möglicherweise hinter dem aktuellen Dribbler sind. Dass sozusagen, wenn du L1 drückst, du halt sagen kannst, okay, wechsel immer zu dem nächsten Spieler, auch wenn er eventuell hinter dem aktuellen Dribbler ist. Wenn du jetzt aber Torseite dort auswählst, werden Spieler bevorzugt, wenn du die Wechseltaste drückst, die sich auf der gleichen Torseite des Balls befinden, auch wenn sie möglicherweise weiter vom aktuellen Dribbler entfernt sind. Und klassische Variante ist sozusagen eine Kombination aus mehreren Faktoren und das ist sozusagen der bisherige Standard, wie wir es bisher kennen.
Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass dadurch die Spielerwechsel genauer und besser werden oder ob das einfach nur eine Einstellungssache ist und in-game das dann letztlich wirklich keine Auswirkungen haben wird. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da, like das Video und teile das Video auch gerne mit anderen, damit mehr Leute in EA Sports FC 24 richtig Spieler wechseln und die Einstellung dafür auf jeden Fall kennen. Und wenn du mehr Neuigkeiten zu EA Sports FC 24 haben willst, dann rate ich dir unbedingt meine EA FC 24 Playlist dazu anzuschauen. Da erfährst du wirklich jede einzelne Neuerung und bist wirklich up to date, was EA FC 24 angeht. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.